Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fat Kosmos. Eine Frage aus dem Universum. Sind die Ressourcen aus dem Weltall unendlich? Wir wissen ja, auf unserer Erde sind sie endlich. Zumindest soweit die Menschheit diese denn überhaupt abbauen kann. Auf unserer Erde gibt es viele verwahrloste Schiffe, Flugzeuge, die die Menschheit entsorgt hat, die sie nicht mehr braucht. Das sind alles Ressourcen, die wir einfach so wegschmeißen. Aber im Universum sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Hier haben wir quasi unendliche Ressourcen. Und sei es einfach nur ein Asteroid, der zahlreiche Metalle beherbergt. Doch bis es soweit ist, dass wir diese abbauen können, wird wohl noch eine lange, lange Zeit vergehen. Aber schon jetzt fangen Länder an, Pläne zu schmieden, bestimmte Stoffe und Ressourcen vom Mond abzubauen. An dieser Stelle willkommen Johann, der heute auch mit dabei ist. Hallo T. Auf alle Fälle sollten wir als Menschen darauf achten, sorgfältig mit unseren Ressourcen umzugehen, denn es werden immer weniger und weniger. Und es ist auch keine Lösung, bis in den Erdkern vorzudringen und dort die Ressourcen abzubauen, denn wir wissen nicht, was dort auf uns lauert oder was es für Auswirkungen hat. Und jetzt eine Frage an dich, Johann. Wir haben von manchen Metallen oder anderen Stoffen nur begrenzte Mengen. Wie es in 500 bis 1000 Jahren aussehen wird, weiß keiner. Meinst du, die Menschheit wird das irgendwann vor einem Problem stellen? Man muss sich immer vor Augen halten, wie alt die Erde ist. Neueste Forschungsergebnisse sagen zwischen 4 und 5 Milliarden Jahren. Ohne uns wird sie trotzdem weiterleben und wir benutzen nur einen Teil der Ressourcen auf der Oberfläche. Du hast vollkommen recht, wenn du einfach mal über das Alter von unserer Erde nachdenkst. Das ist einfach unglaublich. 4,5 Milliarden Jahre circa. Man kann sich das kaum vorstellen. Aber aufgrund der technischen Grenzen muss sich die Menschheit über kurz oder lang auf anderen Monden oder Planeten umsehen. Der Mars ist unter anderem auch einer der großen Projekte der Menschheit, nicht nur um Ressourcen abzubauen, sondern auch um Leben auf dem Mars zu suchen. Bevor wir so lange Transportwege auf uns nehmen, ist es wohl am besten, dass wir nach Asteroiden in unserer unmittelbaren Umgebung Ausschau halten. Einer dieser Asteroiden wurde kürzlich entdeckt und er heißt Psyche 16. Man sagt, der Asteroid Psyche sei zur Gänze aus Metall und eventuell ein nicht fertiger Planetenkern. Was glaubst du, können wir in Zukunft so einen Asteroiden, einen ehemaligen Planetenkern in Zukunft vielleicht sogar abbauen? Ich glaube, in naher Zukunft wird es schwierig werden, große Mengen an Metall abzutransportieren. Wir haben noch kein Transport- und Abbaugerät dafür, das diese Menge leisten kann. Gerne würde ich aber mal so einen Asteroid komplett aus Metall aus der Nähe sehen. Du hast recht, auch das ist vollkommen unvorstellbar. Das wären geradezu Berge aus Metallen. Wenn wir uns hier einfach mal einen Berg vorstellen, ganz normal aus Stein, und diesen dann einfach komplett vergolden, das würde dann wohl alle Menschen auf der Erde zu Milliardären machen. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank an den Zuschauer und vielen Dank an Johann und bis zum nächsten Mal. Ja, T, es hat mich gefreut dabei zu sein und bis zum nächsten Mal.